Was ist MPI und warum reden alle darüber? Ableton Live 11 ist jetzt rausgekommen und hat MPI-Unterstützung bekommen. Aber was ist MPI überhaupt und wo kommt es her und warum sollte euch das überhaupt interessieren? Das versuche ich in diesem Video zu beantworten. Dazu müssen wir aber kurz in die Geschichte von MIDI eintauchen und klären, was das überhaupt ist. Dann zeige ich euch, wo der Unterschied zwischen MIDI und MPI liegt und am Ende gibt es noch ein paar Beispiele, wie ihr MPI nutzen könnt. Bevor wir uns Gedanken darüber machen können, was MPI ist, möchte ich kurz über MIDI sprechen. MIDI steht für Musical Instrument Digital Interface. Zugegebenermaßen ein bisschen sperriger Begriff, aber eine Technik, die das Vernetzen von Instrumenten einfacher gemacht hat. Anfang der 80er Jahre gab es MIDI in dieser Form, wie wir es kennen, noch gar nicht. Jeder Synth-Hersteller hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Deshalb konnten zum Beispiel die Geräte von Roland die Informationen von einem Yamaha-Gerät gar nicht verarbeiten. Jeder Hersteller hatte seine eigene Schnittstelle. Das hat sich aber 1983 geändert. Da hat sich Roland mit Sequential Circuits zusammengetan und die beiden haben zusammen einen Kommunikationsstandard entwickelt und etabliert. 2 Jahre später wurde dann das MIDI 1.0 Protokoll veröffentlicht und viele Geräte konnten plötzlich untereinander kommunizieren. Ab dann war es also möglich, MIDI-Daten an verschiedene Instrumente zu schicken und zu bestimmen, wie lang, wie fest eine Note gedrückt wird und wie stark die Modulation sein soll. Und jetzt, fast 40 Jahre später, ist alles ziemlich einfach geworden und eure Geräte funktionieren über Plug and Play. Im Kern hat sich die Funktionalität von MIDI aber nicht wirklich verändert. Bis vor kurzem. Und genau jetzt kommen wir zu MPI. MPI steht für MIDI Polyphonic Expression. Der MIDI-Standard ist im Namen also immer noch mit drin, aber die Funktionsweise hat sich geändert. Das Ganze ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber ich versuche es mal an einem einfachen Beispiel für euch zu erklären. An einem normalen MIDI-Controller habt ihr an der Seite ein Pitch- und ein Modulationswheel. Wenn ihr jetzt einen Akkord spielt und das Pitch-Wheel bewegt, dann bewegen sich alle Noten auf einmal. Und mit der Modulation ist es genau das gleiche. Bei MPI ist das anders. Mit einem MPI-Controller könnt ihr jeder Note, also wirklich jeder einzelnen Note, einen eigenen Modulationswert zuschreiben. Wenn ihr also einen Akkord spielt, kann der Pitch von jeder einzelnen Note individuell verändert werden. Jede Note kann unterschiedlich stark angespielt werden und kann eine eigene Filtermodulation bekommen. Das öffnet eine komplett neue Welt an MIDI-Programming und könnte ungefähr so klingen. Aber wie sieht das Ganze jetzt in Ableton Live 11 aus? Schauen wir uns das Ganze mal in Ableton Live 11 an. Bis jetzt habe ich leider noch keinen MPI-Controller, deshalb muss ich die einzelnen MPI-Daten in Ableton in einem MIDI-Editor selber eintragen. Ob euer Plugin MPI-fähig ist und ob Ableton das auch unterstützt, erkennt ihr an dem kleinen MPI-Zeichen oben am rechten Fensterrand. Ableton kommt auch mit einer ganzen Palette von MPI-Sounds und Presets, mit denen ihr direkt rumspielen könnt. Hier habe ich einen C-Dur-Akkord in einen MIDI-Clip eingezeichnet. Um die MPI-Funktion von Live 11 zu nutzen, müsst ihr in den Node Expression Tab wechseln. Unten poppen dann die MPI-Modulator auf. Wenn ihr jetzt auf eine einzelne Note in eurem Clip klickt, könnt ihr für die einzelne Note die Modulation der Parameter einzeichnen. Das ist in Ableton ein bisschen frickelig im Moment, aber wenn ihr ein bisschen damit rumspielt, könnt ihr ein Gefühl dafür bekommen, was MPI leisten kann. Mit einem MPI-Controller ist das bestimmt noch viel intuitiver und macht bestimmt noch viel mehr Spaß. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich mir einen MPI-Controller zulegen soll und das für euch testen soll. Aber hier gibt es erstmal ein paar Beispiele, wie MPI-Patches klingen können.
MPI ist die erste große Veränderung des MIDI-Standards seit über 30 Jahren. Ich glaube, dass der neue Standard noch viel Innovation mit sich bringen wird, gerade in der Entwicklung von Effekten, Controllern und Instrumenten. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.